Ob gemeinsame Projekte, Hausaufgaben oder Klausurvorbereitungen. Der Austausch mit anderen Studierenden ist für dein Studium essentiell. Doch, wie werden gemeinsame Hausaufgaben oder Gruppenarbeiten an der TU Berlin geregelt? Die Bearbeitung von Aufgaben, ob allein oder als Gruppe, kannst du grundsätzlich handhaben, wie du willst. Nur bei der Abgabe musst du dich an die Spielregeln deiner Veranstaltung halten. Die kann je nach Modul nämlich über ISIS oder über einen Upload in die TUB-Cloud geregelt sein. Oder direkt in Papierform im Tutorium. Wichtig ist hier, dass du dich in der Veranstaltung rechtzeitig in eine Hausaufgabengruppe einträgst. Die Liste zum Eintragen wird üblicherweise von den Veranstaltungsverantwortlichen angelegt. Ist das erledigt, kannst du dich zum Beispiel über die Chat-Funktion von ISIS mit deiner Gruppe austauschen. Wenn du ganz schnell auf der ISIS-Seite mit Leuten schreiben willst, musst du nur auf die Sprechblase oben rechts klicken. Unter Gruppe findest du alle Gruppenchats für deine Module. Wenn du eine spezifische Person direkt kontaktieren willst, kannst du auch die Direktnachrichtfunktion verwenden, indem du in die Suchfunktion die gesuchte Person eingibst. Mit einem weiteren Klick auf ihren Namen landest du in eurem persönlichen Chat. Du willst deine Lehrkräfte oder Mitstudierenden direkt anschreiben, weißt aber gar nicht, wie sie genau heißen? Dann kannst du hierfür die Filterfunktion unter Modul/TeilnehmerInnen verwenden. So kannst du beispielsweise explizit nur nach Lehrkräften suchen. Oder hast du schon mal was von Matrix gehört? Das ist ein an der TU gehosteter Chatdienst, den du mit deinem TU-Account direkt nutzen kannst und somit besonders sicher ist. Hier gibt es diverse Kanäle zu eigenen Studiengängen und Studierendeninitiativen, in denen du dich mit deinen Mitstudierenden austauschen und auch eigene Gruppen erstellen kannst. Online-Vorlesungen finden über das zur Verfügung gestellte Videokonferenzsystem in Online-Meetingräumen statt. Mit dem Link, den du über deinen ISIS-Kurs findest, kannst du dem gewünschten Meetingraum beitreten. Über das Angebot der TU kannst du auch einen eigenen Raum für Gruppenarbeiten oder Online-Lerngruppen anlegen. Alternativ kannst du natürlich auch einen anderen Anbieter deiner Wahl für Videokonferenzen verwenden. Zum Teilen oder Speichern deiner Dateien bietet die TU Berlin eine kostenlose Möglichkeit über die TUB Cloud an. Dafür musst du dich nur mit deinem TU-Account bei der TUB Cloud anmelden. Und schon hast du 50 GB freien Speicherplatz für deine Cloud. Über die Plattform OnlyOffice kannst du Dokumente mit deinen Mitstudierenden teilen und bearbeiten. Für gemeinsame Projektberichte, Abgaben oder Präsentationen ist das immer sehr hilfreich. Nutz bitte auch das Angebot der kostenlosen Office-Lizenz der Uni. Unter dem in der Beschreibung angegebenen Link findest du die Einleitung für die Installation der Office-Programme. Die TU Berlin bietet übrigens noch viele weitere Dienste an, die dir die Bearbeitung von Aufgaben erleichtern können. Sagen wir mal, du bist Teil eines Programmierteams. Dann solltet ihr euch mal GitLab anschauen. Für eine vollständige Liste der weiteren Angebote besuche einfach mal die Webseite der ZECM. Den Link findest du natürlich auch in der Videobeschreibung. Zum Schluss noch etwas Allgemeines. Gruppenarbeiten leben von einer guten und gesunden Kommunikation. Klär am besten immer gleich, wer, was, bis wann erledigt und sprich offen über Probleme miteinander. Sollte es in deiner Gruppe zu Problemen kommen, die sich auch in einem direkten Gespräch nicht klären lassen, dann scheue dich nicht davor, deine zuständigen Lehrkräfte oder Vimis anzusprechen. Du hast noch mehr Fragen? Dann schau dir auch die anderen Videos in der Playlist an oder wende dich an die in der Beschreibung verlinkten Stellen der TU Berlin.